Tada! Jetzt mal schauen, ob es hier etwas Koreanisches zum Essen gibt. Gehen wir schauen? Das ist das Weihnachtsdorf in Zürich. Auf dem 6-Leute-Platz beim Bellevue. Ich finde den Weihnachtsmarkt mega schön. Es gibt nicht nur Essensstände, sondern auch viele andere Stände mit Schmuck, Kleider, Accessoires usw. Meine Schwester trinkt einen Tee mit alkoholfreiem Gin, den ich auch probiert habe. Der war noch fein. Ich darf etwas vom Stand Sesam probieren. Hey! Das ist der Game anschauen, oder? Das ist der Game. Mega fein. Also, weil ist das Pistache? Pistache. Und das ist einfach so? Das ist das Dessert. Aha, okay. Kaffee dran, das Morgen, das Bier, das Joghurt, Fein. Wir haben mal die Runde gemacht. Da jetzt glaube ich nichts Koreanisches zum Essen, leider. Aber es hat ganz viele Schweizer Gerichte, so Raclette und Rösti-Sachen. Mal schauen, vielleicht probiere ich so etwas. Ich weiss noch nicht, es hat so viel Auswahl. Und eigentlich wollte ich Koreanisch probieren, aber jetzt hat es halt keinen Stand von dem. Ja. Dafür probiere ich zum ersten Mal das typische Schweizer Gericht aus dem Kanton Wallis. Cholera, wie die Krankheit. Walliser Cholera. Geht aber nicht so gut. Cheese Pool. Nice. Du musst nicht so viel Käse. Das ist einfach Raclette-Käse und so Pilz und... Ich glaube, es ist Lauch und Herdöpfel. Ah, okay. So meine Haare. Wie findest du? Willst du ein bisschen mehr Käse? Ich glaube, du hast Wir haben hier noch Käse. So einen sandigen Teig, oder? Ein sandig, knusprig. Erinnert mich so auch eben an Flammkuchen irgendwie. Cool finde ich, dass es viel Pfeffer drin hat. Viel Pfeffer, ja. Cholera habe ich mega gern. Es geht weiter mit dem nächsten Schweizer Gericht. Rösti, mal anders. Gerne mit Raclette, bitte. Ja, mit dem normalen? Ja. Oder lieber mit Speck noch? Ah, nur normal, ja. Bin gespannt, wie speziell das Rösti-Gericht ist. Sieht wie Rösti-Tätschli aus mit Raclette-Käse. Herdöpfel mit Raclette ist immer fein. Rösti mit Raclette. Aber ist fein. Für mich ist das Gericht nichts Spezielles. Cholera von vorhin ist ein Schweizer Gericht, das man nicht überall findet und darum für mich sehr speziell gewesen. Rösti und Raclette gibt es überall in der Schweiz. Ohne Messer ist es schwierig, das Tätschli zu schneiden. Das Stück von vorhin war etwas matschiger, darum war es einfacher zum Schneiden als das hier. Dafür ist es sehr knusprig. Das ist jetzt knusprig, darum kann man es nicht einfach so abeinander schneiden. Es geht weiter mit dem Shanghai-Bau. Der Teig wird hier frisch gemacht. Wir nennen mit Schweinsfüllung und mit Chili und Sojasauce. Die Baus sehen perfekt aus.
Der Teig hier oben ist fluffig und knusprig. Die Füllung ist schön saftig. Den Walliser Kuchen, Cholera und Shanghai-Bao hatte ich am liebsten. Cholera, weil es etwas Neues war, und Shanghai-Bao, weil ich Teigtaschen mega gerne habe. Egal aus welchem Land. Leider hat es nicht Koreanisches gehabt, aber wir haben gleich noch gut gegessen. 2 Schweizer Gerichte und Shanghai-Baos, genau. Jetzt haben wir schon recht kalt und gehen wir heim. 2 Wochen später. Weihnachtsmärkte in Basel. Ich bin hier am Weihnachtsmarkt, am Barfi. Mal schauen, ob es hier was Koreanisches zum Essen gibt. Und wenn es nicht Koreanisches hat, dann ist ja einfach was anderes. Es hat so viele Leute. Es ist an einem Montag, mitten am Nachmittag. Und ich hätte nicht erwartet, dass es so viele Leute hat. Später habe ich herausgefunden, dass gerade an diesem Tag ein katholischer Viertag war. Marias Himmelfahrt. In der Schweiz gibt es katholische und reformierte Kantone. In katholischen Kantonen schliessen die Läden an 4 Tage. In reformierten Kantonen sind die Läden normal offen, weil der Tag nicht als Viertag gilt. Katholische Kantone haben sozusagen mehr 4 Tage. Darum gehen alle, die dann frei haben, in reformierten Städten posten. Das war der Grund, wieso so viele Leute am Montag noch mit hatten. Wir leben eben in einem reformierten Kanton, darum haben wir nicht gewusst, dass gerade dann ein Viertag ist. Leider gibt es hier auch keinen koreanischen Stand, dafür viel Käse. Es ist viel Zeit. Unser erster Snack, Käsekuchen. Der ist super heiß und frisch, der Teig mega knusprig und der Käse klebrig. Ein Klassiker in der Schweiz. Fein. Fondue Dog, ein Hotdog mit Fondue-Käse. Gerne ein Fondue-Hotdog, bitte. Man kann ihn mit oder ohne Wurst nehmen. Ich habe mit Wurst genommen. Fondue Dog. Das Brot war riesig. Es war nicht das klassische, süße, fluffige Hotdog-Brot, eher wie ein Baguette. Aber wie hat sich Käseküchli? Ja, gut. Das ist auch fein. Ja. Ja. Teig. Fein. Und das Brot ist auch geil. Feines Brot, ja. Knusprig und frisch. Die Wurst war ein klassisches Schweizer Wienerli. Knackig, saftig und würzig. Der Fondue-Käse ist schön cremig und geschmacklich intensiv käsig. Mega fein. Während dem Essen habe ich gleich gemerkt, dass ich das nächste Mal ohne Wurst nehmen würde. Der Geschmack der Wurst hat den Fondue-Käse etwas überdeckt. Das habe ich etwas schade gefunden. Es geht weiter zum Münsterplatz. Äpfelmüsli. Dort hat es Äpfelmüsli. Dort? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Äpfelküchli. Äpfelhäusli. Oh. Wir stehen da für Herdöpfelpuffer. Einfach 2 Stück, oder? 2 Stück, ja. Mit Knoblauchsoße oder willst du mit Äpfelmus? Ja, dann gebe ich noch die. Mega cool, wie sie gerade vor uns frittieren. Grüezi. Eine ist mit Knoblauchsoße und das Wasser ohne, bitte.
Heiß. Herdöpfelpuffer sind mega gut. Aussen nur knusprig, innen fluffig und cremig. Die hausgemachte Knoblauchsoße passt perfekt dazu. Wir sind eigentlich schon ziemlich voll. Ich überlege mir, was ich noch essen könnte, während wir ein bisschen rumschlendern. Ich entscheide mich für ein Dessert, nämlich Schokofrüchte. Ich nehme einen Spieß mit Ananas und Erdbeere mit dunkler Schoki. Die Schoki ist sehr intensiv und knackig. Ich liebe die dunkle Schoki, weil sie weniger süß als die Milchschoki ist. So kommt auch die Süße der Früchte besser zur Geltung. Ich habe Erdbeere lieber als Ananas. Sie sind viel saftiger und ich finde, sie passen besser zu der Schoki. Mega saftig. Erdbeere. Die Stücke sind riesig. Oder wenn wir da den Gemischten nehmen, nehmen wir die Wahlen, wo wir sonst vielleicht nicht würden. Ja, voll. Meinst du? Ja, es gemischt, ja. Grüezi. Gerne ein gemischtes Säckchen von uns. Wie groß darf sie sein? Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Das sind Zitronenmöbel. Okay. So, jetzt haben wir von jedem Ding. Wir essen die Weihnachtsgutzli daheim. Die sind alle mega fein gewesen. Welcher Weihnachtsmarkt ist echt besser? Zürich oder Basel? Ich muss zugeben, das Weihnachtsdorf in Zürich hat mir besser gefallen. Da sind die Gründe. Ich liebe das Konzept Weihnachtsdorf. Alle Stände sehen aus wie Mini-Häuschen und der ganze Markt ist schön dekoriert. Als Dorf sind alle Stände beieinander und das ist familiär. In Basel sind die Stände ziemlich verstreut und ein bisschen chaotisch. In Zürich hat es viele Sitzgelegenheiten mit Tisch und Stuhl und auch den Stehtisch gehabt. Wir konnten das Essen gut herstellen. In Basel hat es leider weniger Tisch und Stühle gehabt. Wir hatten immer ein bisschen Glück gehabt, irgendwo in einem Eckli das Essen herzutun und in Ruhe zu essen. In Zürich kann man nur mit der Karte zahlen, was ich super finde. Ich habe einfach nicht so gerne viel Bargeld dabei. Ich fände es zwar besser, wenn die Stände auch Bargeld annehmen würden, aber es hat mich nicht gestört, weil ich alles mit der Karte gezahlt habe. In Basel war es bei jedem Stand etwas anders. Manchmal konnte man mit der Karte zahlen, manche haben nur Bargeld akzeptiert und andere wieder nur die Karte. Das war auch wieder ein bisschen chaotisch. Der Markt in Zürich ist zwar kleiner als der in Basel, er ist aber diverser. Das Weihnachtsdorf hat viele Schweizer Gerichte im Angebot, aber auch viele Gerichte aus anderen Ländern wie Thai, Chinesisch, Spanisch und so weiter. Das Basel hat praktisch nur Schweizer Gerichte im Angebot. Vielleicht hier und da mal ein Stand mit Churros oder Pasta. Ich liebe Schweizer Gerichte, aber trotzdem probiere ich gerne auch andere Gerichte aus anderen Ländern, auch wenn es nur ein Weihnachtsmarkt ist. Was meinst du? Findest du, am Weihnachtsmarkt sollte es nur Schweizer Gerichte geben? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!